Action ist Deutschlands größter Non-Food-Discounter mit über 700 Filialen europaweit. Und spätestens seitdem ich gehört habe, dass es hier auch Werkzeuge gibt, viele schwören wirklich auf die Trennscheiben, habe ich gedacht, da musst du auch mal hin. Ich habe mir ein Action angeguckt und der Name ist hier wirklich Programm. In einem Action ist wirklich richtig was los. Das heißt, man findet hier viele Artikel des täglichen Gebrauchs, Dekoartikel, Haushaltswarenartikel. Und wenn man lang genug sucht, dann gibt es natürlich auch ein paar Regale mit Werkzeugen. Da ist Kfz-Zubehör, also Autozubehör, viel Pflegeprodukte, Malerzubehör, aber auch einiges an Schraubenschlüsseln, an Trennscheiben, an Schleifmitteln, Akkugeräte haben die und. Das Sortiment wechselt hier wohl immer. Ich kann also nur zeigen, was an dem Tag da war, wo ich mich hier umgeguckt habe. Ich bin dabei in den regelrechten Kaufrausch verfallen, habe mir einen ganzen Korb vollgepackt, habe ungefähr 50 Euro ausgegeben, mit noch ein paar Gummibären und dergleichen, sowas gibt es da auch. Und dann bin ich nach Hause geschossen in meine Werkstatt und dann gucken wir uns mal an, was ich mir so gekauft habe. Auf dem Weg nach Hause habe ich auch gleich noch einen Action-LKW gesehen. Das ist wirklich sehr interessant. Das heißt, die haben eine eigene Logistikflotte, die haben eigene Logistikzentren, die kaufen nicht nur zu. Diese LKWs werden sogar auf 2 Ebenen beladen und die eröffnen praktisch die Filialen so schnell, wie sie neue Logistikzentren schaffen zu bauen. Und danach wird dann die nächste Filiale und die nächste Runde wieder eingeläutet. Also die sind extrem am Expandieren und da wird man die nächsten Jahre sicherlich auch sehr, sehr viel von hören. Ganz kurz zum Sortiment. Es gibt hier Malerbedarf, es gibt hier so diese grundlegenden Werkzeuge. Malerbedarf habe ich mir ein paar Spraydosen mitgenommen, die sind unschlagbar günstig. Ansonsten Trennscheiben habe ich hier gesehen, was mich interessiert hat. Edelstahl-Trennscheiben waren leider nicht verfügbar. Es gibt hier viele Sachen, da sagt man unschlagbar günstig, bei anderen Sachen sagt man, naja, die kriege ich woanders auch. Im Großen und Ganzen ist das Sortiment aber noch relativ überschaubar. Aber ich habe neulich ein Interview mit so einem Manager von denen gehört und die haben gesagt, gerade diese Handwerksschiene oder diese Baumarktschiene, die wollen sie wirklich nochmal extrem ausbauen. Umso wichtiger, dass wir uns das natürlich auch mal vernünftig angucken, wie die Qualität ist. Ich als Metaller kämpfe natürlich immer gegen Korrosion und die Bauteile sollen natürlich auch schön aussehen und dafür nehme ich gerne eine Sprühdose und Metallschutzlack ist wirklich alles andere als günstig. Ich warte da immer, dass die bei Parkside, also im Lidl, günstig sind, dann hole ich mir da 5, 6 Dosen. Hier eine Dose für 2,57 Euro. Finde ich wirklich unschlagbar, habe ich mir gleich mal 4 Stück von mitgenommen und wenn man die benutzt, von wegen muss man ganz klar sagen, das funktioniert. Ich habe schon Dosen gehabt, die haben dann irgendwo getropft oder dergleichen, das hat nicht gut funktioniert. Hier für den Preis finde ich das alles andere als verkehrt. Ich habe hier mal schnell diesen Würfel lackiert und das Endergebnis auch nach mehreren Stunden sieht wirklich gut aus. Ob da jetzt hier jahrelang ein guter Korrosionsschutz gegeben ist, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall so die Anwendung im ersten Moment, die Deckschicht, die man erzielt, man hat hier keine Tropfen, keine Läufer und das funktioniert einfach. Funktioniert, macht Spaß, kann man gut mitarbeiten. Das heißt, der erste Kauf hat sich für mich schon mal gelohnt. Die Hebekissen haben, glaube ich, 2,50 Euro gekostet, habe ich mir 2 Stück mitgenommen. Ich habe mal versucht, meinen Schweißtisch hochzuheben. Das schafft das Kissen auf gar keinen Fall. Zum Ausrichten, zum Positionieren oder ich habe hier meinen Kühlschrank mal hochgehoben. Dafür sind die sicherlich okay. Ist sicherlich nicht das größte Schnäppchen, was ich den Tag gemacht habe. Ich denke mal, die kriegt man anderswo auch für einen ähnlichen Preis. Bei den Schleifmitteln hatte ich verschiedene Leute, die gesagt haben, die sind wirklich alles andere als schlecht. Ich habe mir Trennscheiben mitgenommen und Lamellenschleifscheiben. Die Lamellenschleifscheiben kosten 1,98 2 Stück. Das heißt, für 1 Euro kriegt man auch im Prinzip bei Weldinger Lamellenschleifscheiben. Die benutze ich normal. Ist also nicht so günstig. Aber wenn man das natürlich in der Nähe hat, da irgendwo vorbeikommt, sich die da kurz rausholt für einzelne Anwendungen, finde ich das auch okay. Ich habe damit geschliffen. Das ist hier 6 mm Stahlplatte. Ich habe eine Faser angeschliffen, habe die hinterher wieder plan geschliffen, habe hier eine ganze Ecke rausgeschliffen. Die haben wirklich einen guten Abrieb und ich hätte mir alles vorgestellt, wo ich in diesen Action reingekommen bin, aber nicht, dass ich hier halbwegs vernünftige Lamellenschleifscheiben kriege. Das sind sicherlich keine High-End-Lamellenschleifscheiben oder keine Cubitron-Lamellenschleifscheiben oder ähnliches, aber es ist qualitativ wirklich eine gute Sache. Also das kann man wirklich nicht anders sagen. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe hier eine Faser angeschliffen, alles wieder plan geschliffen, hinten noch so eine Ecke ausgeklinkt und die Lamellenschleifscheibe hat noch lange nicht fertig.
Wo ich mal den großen Trennscheibentest gemacht habe, da haben mir viele Leute untergeschrieben, ich nehme immer die vom Action. Das war mir damals gar nicht bewusst, was Action überhaupt ist. Und die sollen wohl auch gar nicht mal so schlecht sein. 3,99 €, 12 Stück, das heißt, eine kostet etwas über 30 Cent. Und dafür ist das natürlich unschlagbar günstig. Es gibt auch extra welche für Edelstahl. Die hatten sie den Tag leider nicht da. Wir machen mal folgendes kleines Experiment. Ich habe hier noch die von Parkside da. Das ist die neueste Generation. Die ist 1,2 mm stark, ist von der Qualität her aber auch wirklich alles andere als schlecht und die testen wir mal gegen die Trennscheiben vom Action. Ich habe hier als Testobjekt eine Stahlplatte, 200 mm lang, 6 mm stark und da schneide ich immer mit jeder Trennscheibe einfach 2 Streifen ab. Ist ein schöner Test, kann man sehen, wie stark hat sich die Scheibe abgenutzt und auf der anderen Seite kann man wirklich sagen, wie gut kann ich mit der Trennscheibe arbeiten. Ich bin da relativ verwöhnt, weil ich viele High-End-Trennscheiben habe. Das ist immer noch was ganz anderes, aber man kann hier so eine Stahlplatte, und das ist ja auch nicht so, dass es nichts ist, 6 mm und 200 mm lang, kann man hier wirklich vernünftig durchschneiden, kann man hier wirklich vernünftig abschneiden. 2 Schnitte mit jeder Trennscheibe. Ich merke da so vom Handling her keinen großen Unterschied. Beides ordentliche, anständige Trennscheiben. Gerade für den Heimbereich mehr als ausreichend. Jetzt ist es natürlich spannend, wie das Ergebnis ist. Und tatsächlich ist die Action-Trennscheibe etwas größer geblieben. Die ist also 1 mm dick, die von Parkside ist 1,2 mm dick und trotzdem ist die etwas größer geblieben. Ich habe den Test, wie immer, wie ich das mache, zweimal gemacht. Die Ergebnisse sind wirklich immer 100%ig gleich. Also die Action-Trennscheibe für den Preis, für 3,99 € für 12 Stück, kann man auch sagen, ist die wirklich mehr als okay. Wichtig dabei, ich verwende normal nur High-End-Schleifmittel und bin da wirklich auch bei den Winkelschleifern, habe da Metabo, habe da Bosch im Einsatz, verwende da wirklich richtig Qualität und das ist eine ganz andere Liga als diese Trennscheiben. Aber die Aussage, dass das wirklich für so einen Heimwerker reicht, muss man wirklich einfach treffen, weil wenn man zu Hause ein bisschen was schneidet und dann nicht die Welt ausgeben will, für 3,99 € sind die Scheiben alles andere als schlecht. Wo ich meinen großen Trennscheibentest gemacht habe, da habe ich ganz andere Ergebnisse teilweise rausbekommen und habe da deutlich schlechtere Trennscheiben gehabt, die deutlich mehr gekostet haben. Und so sollte man das Ergebnis auch bitte bewerten. Ein Feilenset für 7,99 € ist die Frage, was man da erwarten kann. Und das sieht im Prinzip auch gar nicht mal schlecht aus. Ich habe ein paar Feilen von Pferd, die werden mich mein Leben lang begleiten. Damit kann man wirklich super arbeiten. Ansonsten für so Sachen, wo man nicht die richtige Feile da hat, da habe ich jetzt dieses Set hier, habe diese kleinen Schlüsselfeilen. Ich benutze sowas relativ selten. Ich habe so ein bisschen damit rumgespielt. Hier einfach mal so eine leichte Phase angefeilt, das Bauteil entgratet und sowas kann man mit so einer Feile durchaus machen. Dafür ist es okay. Für diesen unschlagbar günstigen Preis finde ich das auch alles andere als verkehrt. Die Frage bei günstigen Metallbohrern ist natürlich immer, kann man damit auch vernünftig bohren? Das sind 130 Metallbohrer für unschlagbare 14,99 €. Kriegt man sicherlich für einen ähnlichen Preis bei Temu, AliExpress oder teilweise auch bei eBay. Aber im stationären Handel, denke ich mal, ist so ein Preis unschlagbar. Und mir geht es speziell um diese kleinen dünnen Bohrer, die brechen einem auch mal schnell ab. Da hat man jetzt mal einen ganzen Satz und am Ende des Tages habe ich mich ein bisschen geärgert über die Bohrer. Alle anderen Sachen fand ich eigentlich gut, dass ich die gekauft habe, aber die Bohrer, da habe ich eigentlich genug. Ich habe hier diese Metallbohrer-Sets von Weldinger, die sind wirklich von der Qualität her sehr gut. Ich habe von Ruco High-End-Bohrer und. Jetzt habe ich hier nochmal 130 Bohrer und dann wollen wir es natürlich auch austesten. 6 mm Stahlplatte, 3 mm Bohrer und das Ganze mit dem Akkubohrer, natürlich nicht mit der Ständerbohrmaschine und man kann hier bohren. Funktioniert, muss man ganz klar sagen, 2 Löcher gebohrt, funktioniert. Ich habe nicht 100 gebohrt, sondern nur 2, habe die hinterher mit 8 mm nochmal aufgebohrt, habe das Ganze dann noch zweimal wiederholt und es ist nicht das gleiche wie mit irgendwelchen High-End-Bohrern, das sollte man immer ganz klar wissen, aber man kann damit arbeiten. Und das ist halt, dass man wirklich sagen muss, die Produkte sind okay. Es ist alles nichts High-End, was man hier bekommt. Das ist für den Preis natürlich auch nicht zu erwarten. Aber es ist so der gleiche Schnickschnack, wie man, sage ich mal, bei Temu oder AliExpress kriegt. Teilweise sogar noch mal ein bisschen besser. Und der Riesenvorteil ist, man kann es sich natürlich vorher angucken. Man sieht so ein bisschen, was
was man kriegt. Wenn man bei Temu oder so eine riesen Kiste kauft, dann kriegt man das alles nach Hause geliefert, man packt das aus und dann sieht man erst, um Gottes Willen, das hätte ich mir nie bestellt. Hat man hier nicht, man kann es sich stationär angucken. Gerade die Sprühdosen haben es mir ein bisschen angetan, die werde ich mir definitiv regelmäßig holen. Ansonsten, wenn ich mal wieder an einem Action vorbeikomme, werde ich sicherlich mal wieder ein bisschen durchschlüstern und mir die Werkzeuge angucken. Da gibt es wohl immer unterschiedliche Sortimente. Ich hatte gedacht, wenn du sowas machst, in Action reingehst und auch wo ich da die ganzen Gänge gesehen habe mit ohne Ende Menschen, die da durchstürmen und irgendwo die Regale durchwühlen, du kriegst hier wirklich den absoluten Schund. Und da muss ich ganz klar sagen und auch fairerweise sagen, das ist definitiv nicht so. Trennscheiben sind für den Preis mehr als okay. Bohrer, Bohren, die Sprühdosen, wie gesagt, finde ich gut. Und in diesem Sinne oder so, wenn man da irgendwo mal an einem Action vorbeikommt oder so, es ist kein High-End, es ist keine gute Qualität, definitiv nicht. Aber für den Preis sind die Sachen mehr als okay. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Euer Manni.